Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute sind wir auf dem Main unterwegs und wir wollen mal schauen, was hier heute so auf S31 abgeht. Ja, es tut sich mehr als gedacht, sowohl bei den Kämpfen in unserer lokalen Ehrenhalle als auch von unseren Aufholern her auf S31. Die sind auch immer noch weiterhin gut am Start. Ich möchte euch auch noch mal ein paar Kämpfe zeigen. Gildentechnisch, gestern haben wir wieder einen Kampf verloren gegen Werthers Echte und nochmal Shoutouts an Piccolo und an Kysuel, die hier beide auch fleißig durchziehen, auch auf YouTube, haben jetzt letztens gerade ein Video zusammen gemacht. Finde ich es ziemlich nice, dass da echt so was Krasses da irgendwie entstanden ist durch diese Aufholjagd von Piccolo, dass das so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass da sogar Leute Videos zusammen machen. Das, weiß ich nicht, erinnert mich irgendwie an meine frühere Zeit, wo man so mit den ersten Leuten zusammen Videos aufgenommen hatte und sowas. Und das Ganze halt auf S31, auf dem alten Server, dass der nochmal so aktiv ist und so belebt wird, ist schon eine echt coole Sache. Unter anderem unterstützen die halt auch dadurch Gilden, die vielleicht nicht ganz so aktiv sind mit den Aufholern her. Schon echt cool, auf jeden Fall. Und wir gehen ja jetzt erstmal weiter auf Ausdauer mit unserem Char hier, denn die Werthers Echte, die sind uns weiterhin auf den Fersen, ja, wie die guten alten Achillessehnen, ja. Und man muss dazu sagen, es ist wirklich die Ausnahme. Hier haben wir jetzt 2 Kämpfe von Werthers Echte, die jetzt nicht so gefruchtet haben. Da sind sie jetzt immer bei Smoodoo abgeschmiert oder sogar vorher schon. Und der Kampf, ist es wirklich, weiß ich nicht, ich würde sagen so 1-2 Mal im Monat könnte es vorkommen, dass uns Werthers Echte klatscht. Und das ist halt dem geschuldet, eine gehörige Portion Lack gehörte auf jeden Fall mit dazu. Finde ich aber auch ganz geil, dass so eine Konkurrenz immer noch da ist, dass man nicht wirklich sagt, so ey, wir sind jetzt hier die Top-1-Gilde und die restlichen Gilden haben alle keine Chance. Es ist immer noch realistisch, dass die uns halt hier schlagen, ne? Und mit einem einigermaßen guten Try. Und deswegen finde ich das auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite muss man sich halt selbst so ein bisschen mehr auch anstrengen, um halt eben nicht abgehängt zu werden, so, ne? Am Ende des Tages sind es beide Gilden, die guten Progress machen und so soll es ja eigentlich sein, ne? Der Teufli, der verteilt hier eine Schelle nach der anderen so. Wir bekommen es leider nicht wirklich hin mit unseren Magiern, ihn zu critten großartig. Und jetzt kommt Smoodoo an die Reihe und selbst der, unser stärkster Krieger, wird weggekrittet. Ich schaff's auch nicht, ihn zu critten oder, ja, keine Ahnung. Also das war schon echt sehr unlucky. Und daraus resultiert halt eben auch eine Niederlage. Jetzt eben Sir Webster, der stärkste Krieger auf dem Server. Im Moment wird weggekrittet von Seth, aber dann haben sie immer noch die Drachenhexe, die auch ein sehr starker Magier ist. Ich würde sagen, so von den Statpunkten her, zumindest von den Basis-Stat-Punkten, von den Overall-Stats sind die anderen vielleicht ein bisschen besser. Von den Basis-Stat-Punkten würde ich sagen, bin ich da jetzt auf dem Server hier Nummer 1. Ich habe es jetzt nicht ganz genau verglichen. Also da mache ich einen guten Progress, sag ich mal. Allerdings sind die anderen auch sehr gut ausgerüstet. Wenn man jetzt zum Beispiel Teufli sieht, der hat hier auch sehr kranke Verbesserungen. Also da wurde sich auch echt gegönnt. Auch Sir Webster, auch hier mit den konstanten 18er Verbesserungen, da bin ich noch nicht so, also da bin ich noch nicht so weit. Ich habe jetzt hier alles auf 15, ich habe aber auch noch immer was in der Hinterhand, so, ne? Wenn ich mich nochmal wirklich extrem krass neu equippen sollte, dann werde ich das früher oder später mal so hochziehen mit den Ressourcen, die mir halt zur Verfügung stehen. So. Ich hatte ja in einem der letzten Videos gezeigt, dass man da ja auch so ein bisschen Verlust mitmachen kann, wenn man die halt immer und immer wieder so upgradet. Deswegen muss man damit auch bedacht umgehen. Und das auf jeden Fall erstmal so zum Server S31. Dann gucken wir gleich nochmal in die IHOF rein und gucken uns da den Kampf an, denn da habe ich bisher auch noch nicht reingeschaut, wo wir da heute stehen, beziehungsweise in der Heldenhalle, ob wir überhaupt in der Heldenhalle sind oder ob uns da einer
Sir Webster oder Teufli vertritt. Das sind ja immer die drei, das Dreiergespann, die immer in der E-Hoff sind. Meistens sind es die anderen immer, die weiter oben sind. Das resultiert dann immer daraus, wenn sie dann halt die Abenteuerlust geklickt haben. Und ja, das passiert dann meistens immer tagsüber. Und tagsüber bin ich meistens immer am Pennen. Ich mache das dann immer relativ abends. Und der Eintritt in die internationale Ehrenhalle geschieht ja um 18 Uhr. Da wird ja dann entschieden, wer auf Platz 1 ist momentan gerade auf dem Server. Und dann steht derjenige dann halt eben in der E-Hoff oder halt eben nicht. Ne? Ich habe auch schon wieder einige Früchte am Start. Also ich stack die zwar immer, ich vergesse es halt auch, dass man die jederzeit auch umwandeln könnte. Das gibt ja auch nochmal zusätzliche XP, darf man auch nicht unterschätzen. XP, Gold. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ja, war ein Free-Try gegen Deltopus. Jemand hatte gefragt in den Kommentaren, wie da meine Gewinnchancen aussehen. Laut SF-Tools liegen die bei 0,0, bei saftigen 0,0. Ich hatte hier mal einen Try gehabt. Ich speichere mir mal jetzt immer die besten Tries gegen Deltopus, damit man mal so sieht, wie weit ich komme. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht overall mein allerbester Try. Also ich glaube, ich war schon weiter. Ich glaube, ich war schon bis hier so. Aber werde ich mal immer im Auge behalten und euch mal drüber berichten. Wenn es da irgendwas Neues gibt, ne? Alter, Derafin, habe ich gerade gesehen, hier so auf Platz 7, Alter. Holy shit. Ja, Glückwunsch an der Stelle. Der ist auch richtig am Rasieren hier. Ja, gut. Jetzt gerade auf den Sack bekommen von Saif. Grüße auch an der Stelle. Mal gucken, wo sind wir jetzt hier mit S31? Wo sind wir denn? Hier auf Platz 61 gerade. Mal schauen. Sir Webster vertritt er uns ehrenvoll. Oh, knapp. Oh. Das sind halt die Magier-Battles, ne? Weil der hat hier schon 350k Intelligenz bald, ne? Da kommt schon ein bisschen Schaden bei rum. Das muss man mal so sagen. Beim Ausdauer ist er fast genauso wie ich. Also, ja, wenn ich mir noch ein bisschen mehr Mühe gebe, dann werde ich den vielleicht auch einholen. Aber momentan noch vor mir. Ja, ich habe einen Free-Try. Ich bin auch wirklich jetzt immer auch dabei, regelmäßig die Kämpfe hier wahrzunehmen, weil das Siegesgold, guckt euch das an, das gibt mir fast 2,4 Millionen Gold. Das ist schon lecker auf jeden Fall, das kann man mitnehmen. Und wenn man das regelmäßig hier macht, dann kann man da auch einiges an Gold farmen. Ne? Seht euch das mal an, das ist schon unglaublich krass auf jeden Fall. Und wenn man sich das mal so hochrechnet, hier schon wieder, bald wieder ein Skillpunkt hier voll, wenn das so weitergeht. Wenn man sich das hochrechnet, keine Ahnung, sagen wir mal, wir geben 10 Pilze für 10 Tries aus oder so, ne? Davon brauche ich nur 5 gewinnen, dann bin ich bei 10 Millionen, so, ne? Und habe dafür 10 Pilze bezahlt, sag ich mal. Das ist auf jeden Fall auch deutlich kostengünstiger, als wenn ich mir jetzt für 25 Pilze einen Greif kaufe für 10 Millionen Gold. Ne? Also dahingehend macht man da auf jeden Fall auch mehr Plus damit. Und deswegen sollte man da auch auf jeden Fall die Free Tries hier mitnehmen, immer regelmäßig. Celtic auf Platz 12 momentan gerade, international gegen Last Dawn. Ich bin mal gespannt, wie wir uns hier schlagen gegen Last Dawn. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gewonnen. Aber mal schauen. Meistens gucke ich mir die Tries immer an und wir verlieren immer. Aber mal schauen, wie es hier aussieht. So, jetzt sind wir hier bei Smudo, bei unserem stärksten Krieger angelangt. Der kann leider nichts mehr ausrichten. Ja, das ist es halt, ne? Wenn ich weggekrittet werde und nicht austeile, dann bin ich halt auch useless. Deswegen vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt auch ein bisschen mehr auf Ausdauer gehen, dass wir vielleicht, dass wir den ein oder anderen Crit-Treffer bzw. normalen Hit aushalten. Guckt euch das an, unsere Magier, sofort weg. Das ist so bitter, ne? Also von daher, da müssen wir noch definitiv ein bisschen mehr Ausdauer skillen, aber ja, so Magier, das ist so die unbelohnendste Klasse, wo es sich halt lohnt,
was halt Ausdauer skalierend ist, so beim Battlemage oder Krieger, selbst beim Kundschafter, da hat man mehr davon, wenn man auf Ausdauer geht. Beim Magier, ja, Digga, da ist halt, ne, weiß ich nicht, du hast halt so wenig Leben. Das ist echt bodenlos auf jeden Fall, wie Falltüren. Und ja, aber man muss trotzdem ein bisschen auf Leben gehen, weil irgendwie muss man ja ein bisschen was aushalten. Und das ist halt die einzige Sache, wie wir uns ja ein bisschen defensiver aufstellen können. Ist auch gar nicht so verkehrt, gegen Sir Webster hier ein bisschen mehr vom Leben zu haben. Ne? Ihr wisst ja, gegen andere Klassen ist ein bisschen mehr in Richtung 50-50 von der Skillung her vorteilhaft. Gegen die eigene Klasse ist natürlich besser vom eigenen Attribut ein bisschen mehr zu haben in Richtung 60-40. Deswegen mal schauen, dass wir hier so das Mittelmaß, es ist wirklich schwierig, ne? Weil wir halt hier einen Krieger, einen starken und einen Magier, einen starken hier als Gegner haben. Aber das macht die ganze Sache auch interessant auf jeden Fall. Und bin gespannt, wie es hier weitergeht auf dem Server. Ich gebe auf jeden Fall weiterhin mein Bestes. Und ja, wenn euch das Ganze interessiert, dann könnt ihr natürlich sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen, um nichts zu verpassen. Auch keine weiteren News, die keine Ahnung, in Tagen, Wochen, Monaten folgen hier auf dem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.